Hallo Freunde, ich habe Post bekommen, diesmal von Hasbro Pulse. Das war eine Blitzlieferung, also so schnell habe ich sowas noch nie bekommen. Was es ist, das habt ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen. Es handelt sich um das nächste Six-Pack aus der Star Wars Retro Collection. Das möchte ich mit euch zusammen auspacken. Und ja, ich würde sagen, wie die Figuren sind, wie ich sie finde und kleine Anekdoten dazu, das seht ihr alles in diesem Video. Also bleibt dran, los geht's. Am 4. Mai war ja wie jedes Jahr der Star Wars Day, May the Force be with us, oder auch am 4. Mai werden wir bei euch sein. Und Hasbro Pulse hatte da ein paar Sachen angekündigt, die am 4. Mai auf der Hasbro Pulse Exclusive Seite, Online-Seite zu bestellen sind. Ich packe euch die Hasbro Pulse Webseite auch mal unten in die Videobeschreibung rein. Und zum einen haben sie ja, mehrere Einzelfiguren angekündigt, die neu rausgekommen sind oder neu rauskommen werden zum Vorbestellen. Und sie haben auch ein Six-Pack angekündigt. Und zwar ist das dieses schöne Teil, was ich auch schon in meiner Sammlung habe. Das Ganze ist online gegangen zum Bestellen am 4. Mai, wie gesagt, abends um 18 Uhr, meine ich. 18 Uhr, zwischen 18 und 19 Uhr war das Teil vorzubestellen. Ich habe es dann bestellt und habe es am 6. Mai, also 2 Tage später, schon bekommen. Also das war echt eine Blitzlieferung. Vielen Dank, Hasbro Pulse. Ganz kurz dazu, das ist das zweite Set, was Hasbro als Sixer, also als Sechser-Pack, als Six-Pack rausgebracht hat. Es gab schon mal eines, das habe ich auch hier, das zeige ich euch noch mal ganz kurz. Das war die erste Variante, sage ich mal. Da war dabei der Luke Skywalker, Princess Leia, Chewbacca, Han Solo und Darth Vader und der Stormtrooper. Alle Figuren aus der Original, ja, Vintage Wave von 1977. Ja, also die ersten Figuren, die rausgekommen sind, hat Hasbro hier damals nochmal in diesen schönen Karton reingepackt. Ja, und ich dachte eigentlich, das wäre es gewesen. Das wäre so ein Exclusive gewesen. Das Ding hat mich auch um die 80 Euro gekostet, meine ich, bei Hasbro Pulse. Das gab es auch nur auf der Hasbro Pulse Seite. Ist mittlerweile ausverkauft, schon seit längerem. Und wenn man eBay mal verfolgt, dann sieht man, dass das Teil für zwischen 100 und 150 Euro aktuell gehandelt und auch verkauft wird. Ja, also ist schon im Wert gestiegen. Und jetzt hat Hasbro, wie gesagt, am 4. Mai ein neues Set rausgebracht. Da sind 6 weitere Figuren drin. Und zwar handelt es sich hier wiederum um Figuren aus dem 77er Film, also aus dem ersten Star Wars Film und aus der ersten Reihe von Figuren, die rausgekommen sind. Es ist Ben Kenobi, es ist der Death Squad Commander, es sind R2-D2 und C3PO, der Java und der Tusken Rider, also einer von den Sandleuten. Wieder Figuren im Vintage-Style, auch wieder die Verpackung wieder sehr, sehr schön, wenn man das hier sieht. Ja, Figuren im Vintage-Style, die damals so halt rausgekommen sind, einzeln rausgekommen sind zum ersten Star Wars Film. Und ganz besonders schön finde ich hier, es steht hier unten nochmal dieser Banner, sage ich mal, ja, und zwar sind da R2-D2 und C3PO sind wohl in einer Metalllegierung dabei. Ja, auch hier wieder schön das Kenner-Logo, das alte Kenner-Logo drauf. Das finde ich toll, dass Hasbro das macht. Und dieses Set hat mich auch 84,99, also 85 Euro, glaube ich, gekostet. Versandkostenfrei, das ist das Tolle bei Hasbro. Ab 70 Euro sind es keine Versandkosten. Und ich habe schon mal den Tesafilm aufgemacht, weil ich möchte natürlich mit euch jetzt mal die Figuren rausholen und mir auch die Karten anschauen. Und dann packen wir das Ganze mal aus. Als erstes, was mir entgegenkommt, ist so ein Beipackzettel, wahrscheinlich wieder alles Mögliche in allen möglichen Sprachen über Rechte, Pflichten und Gefahren. Und so sieht es aus, die Figuren hier in dem Karton drin. Ich packe die erste mal raus und habe hier erwischt Ben Obi-Wan Kenobi. Zeige ich euch mal hier in die Kamera. Hoffe, es blendet nicht so mit dem Blister. Ja, wenn ich mir jetzt in Erinnerung habe, die Karte auch wieder im Original Vintage Look, also das Originalbild, was es damals halt auch auf der Karte war oder auf die Karte geschafft hat. Retro Collection, übel leider Gottes wieder der große Flatschen hier, der Retro Collection Sticker, wieder diese auf used, also auf gebraucht gemachte Umrandung. Ja, diese Abnutzung, die hier pseudomäßig drauf gemacht worden ist. Das Schöne ist, die Karte ist unpunched, das heißt, der Stanz ist noch drin.
Die Rückseite ist wie immer sehr lieblos gestaltet, ja, also keine Bilder über die weiteren Figuren etc. Sehr schade, es steht nur wieder hier in dem Roten wieder drin, welche Figuren es noch in dieser Wave diesmal gibt. Und wenn ich mir den Ben Kenobi angucke, sieht er halt doch schon wieder sehr aus wie die damalige Figur, die ich auch noch in meiner Sammlung habe. Es könnte sein, dass der Mantel so ein bisschen überdimensioniert ist, so ein bisschen lang, beziehungsweise so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das halt sieht hier, so ein bisschen weit nach vorne geht. Also den kann er dreimal um sich rumschlagen, so ungefähr. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das bei der Vintage-Figur damals auch so war. Keine Ahnung, aber wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Figur. Dann gehen wir weiter und wir haben hier einen der Sandleute. Auch sehr schön, auch wieder das Originalbild, was damals auf der Karte drauf war. Ja, auch wieder die Figur 1:1 wieder im Vintage-Look auf der Vintage-Karte. Auch der Stanz wiederum noch drin, finde ich sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, der Retro-Collection-Sticker stört mich so ein bisschen. Wenn ihr mein Indiana Jones Video gesehen habt, wenn nicht, das blende ich dann hier mal ein. Ja, da hat Hasbro auch Figuren aus der Vintage Collection von Indiana Jones oder aus der Retro Collection rausgebracht. Da fehlt der Sticker, da haben sie den Sticker nicht drauf gemacht. Ganz kurz nochmal zu den Karten. Die Karten, da gibt es keine Verbesserung. Die Karten bei Star Wars sind nach wie vor, hier auch nochmal der Obi-Wan, habe ich eben ganz vergessen, dünneres oder dickeres Papier nenne ich es mal, also kein Vergleich zu den Vintage-Karten, die wirklich aus stabilem Karton mehr oder weniger waren. So, dritte Figur, der Death Quad Commander, auch wieder mit dem sehr schönen Bild und auch die Figur. Die Figur ist eine meiner ersten Figuren, die ich damals selbst hatte. Die habe ich auch noch in der Sammlung. Ja, finde ich eine klasse Figur, die hat so viel Nostalgie für mich, die hat so viel, da kommen so viele Kindheitserinnerungen hoch. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Auch der Blaster, der dabei ist, ja, ist der typische Stormtrooper Blaster, den diese Figur hier auch mit dabei hat. Finde ich sehr schön. Die Rückseite sieht bei jeder Karte gleich aus, also gleich, leider Gottes einfallslos, nenne ich es mal. Dann haben wir den C3PO und jetzt gucken wir uns mal, wie heißt es, die Metalllackierung an. Und ja, er glänzt schön, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Unterschied zu der Vintage-Figur war. Ich zeige es euch mal in die Kamera. Auch wieder mit dem Original-Artwork natürlich. Das ist bei allen Figuren, wie gesagt, gleich, ja, wie es damals war. Ja, das Bild auch wieder schön. Der Flatschen ist ja immer knapp, wenn ihr das hier seht, hier, Gott sei Dank, immer knapp über dem Kenner-Logo angebracht. Also manchmal war der auch schon mal hier oben irgendwo drauf, ja, sodass halt wirklich das Bild von der Figur verdeckt war. Das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall. Aber wie gesagt, die Metalllackierung, ja, er glänzt, das ist sehr schön. Ja, kann man das in der Kamera sehen? Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich drehe es mal so ein bisschen, vielleicht blendet es jetzt ein bisschen mehr, aber ja, guck, meine Hand zittert hier so ein bisschen, um Gottes Willen. Man wird halt nicht jünger. Dann haben wir hier, das finde ich auch sehr schön, wir haben hier den Java. Ja, und der Java hat seinen Stoffmantel auch dabei. Die Figur gab es ja damals mit einem Vinyl, also mit einem Kunststoff-Cape und dann mit diesem Stoffmantel, der mit dem Kunststoff-Cape, jetzt schlagt mich nicht, ihr Star Wars-Sammler da draußen, ich glaube, der mit dem Kunststoff-Cape ist wesentlich teurer und schwerer zu bekommen, oder ich weiß nicht, ob er schwerer zu bekommen ist, auf jeden Fall ist er preislich höher angesiedelt, wie der mit dem Kunststoff, mit dem Stoff-Cape, wie er hier ist, ja. Wobei ich den mit dem Stoffcape eigentlich viel schöner finde, weil das sieht irgendwie reeller aus, ja, also wie sie wirklich in dem Film waren. Ja, finde ich sehr schön. Davon habe ich auch 1, 2, 3 Stück noch in der Sammlung und ich müsste die nochmal auspacken. Ich habe die ja alle in der Kiste, ja, drin. Der kommt mir so klein vor. War der wirklich so klein früher? Ich weiß, die Javas sind klein, aber diese Figur wirkt für mich irgendwie kleiner, wie die Vintage-Figur war. Oder ich habe es halt einfach nur so in Erinnerung, weil ich die Vintage-Figuren schon lange nicht mehr in der Hand gehabt habe und vielleicht ich doch noch ein bisschen gewachsen bin seit dem letzten Mal. Man weiß es nicht. So, das waren jetzt 5 Figuren und dann dürfte ja nur noch einer fehlen. Genau, und das ist der R2-D2 auch mit dem Metall, mit der Metalllacklegierung und die hat er natürlich, wenn dann nur oben am
ja, ich nenne es mal Kopf. Ja, auch hier wieder ein schöner R2D2. Ich meine, da kann man nicht viel falsch machen bei der Figur. Auch die sieht aus wie 1977, wie aus dem Film, wie aus der oder wie die Original-Vintage-Figur. Auch das Artwork. Das Artwork sagt mir jetzt gar nichts, ja, weil den R2D2 hatte ich früher zwar auch oder hatten wir früher auch, aber früher war es auch so, die ersten Karten von den ersten Figuren, die haben wir damals weggeschmissen, also die hatten wir nicht mehr. Danach hatten wir ja die Karten immer aufgehoben, aber ich habe dann keinen R2D2 mehr gehabt, zumindest nicht den Original, den ersten. Von daher weiß ich nicht genau, wie das Artwork da jetzt aussieht, habe ich nicht mehr genau im Kopf. Aber wie ihr seht, alle Karten sind unpunched in der Box, finde ich sehr, sehr schön. Das waren die 6 Figuren. Ja, man kriegt, was man erwartet. Figuren im Design der Vintage-Figuren von 1977 mit dem Artwork, wenn man mit dem Retro Collection Sticker leben kann, den man ja auch mit Sicherheit entfernen kann. Ich lasse ihn aber drauf. Wenn man mit der Umrandung hier, mit dem Vintage-Look und mit, wie soll ich sagen, mit der dünnen Karte leben kann, ja, dann und keine Unsummen für die Originalfiguren ausgeben möchte, was ich auch auf der einen Seite verstehen kann natürlich. Ja, wenn man sie original verpackt haben möchte, dann ist das hier eine sehr günstige Alternative. 6 Figuren, 85 €. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Noch dazu in dieser, jetzt ist sie leer, in dieser schönen Box, ja, schön gestaltet. Ich werde die Figuren wahrscheinlich auch wieder in die Box packen und die Box zusammen mit der anderen, mit der ersten hier schön aufstellen. Ja, sagt mir mal, habt ihr euch die Box geholt? Wenn ja, habt ihr sie auch schon oder habt ihr sie vorbestellt, habt ihr sie auch schon bekommen? Wie findet ihr die Figuren? Schreibt es mal in die Kommentare. Werdet ihr sie euch noch holen? Ja, nein, wenn nein, braucht ihr sie nicht oder was auch immer. Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wie immer wissen. Ja Leute, und weil Star Wars Tag war, hat nicht nur Hasbro Pulse ja, Neuheiten oder ja, Angebote waren es glaube ich nicht wirklich, aber Neuheiten released, sondern auch ja, Amazon hat einige Figuren reduziert gehabt am Star Wars Tag und da musste ich nochmal zuschlagen und ich habe mir 3 Sets geholt und zwar die Kopfgeldjäger habe ich mir nochmal geholt aus Das Imperium schlägt zurück und zwar Set Nummer 1, wen habe ich jetzt hier? Achso, Dengar und IG-88, das sind immer ja, Zweierpacks, wie ihr schon seht, die 2 Figuren, auch jeweils dann auf der Karte, ja, auf der Imperium schlägt zurück Karte, auch wieder Vintage im Look oder ja, sehen aus wie die Karten von Das Imperium schlägt zurück, das müsste 1980 gewesen sein. Die Figuren sind wahrscheinlich 81 oder so rausgekommen hier bei uns. Ja, auf der Rückseite, das finde ich schön, haben sie hier ein Bild der Kopfgeldjäger abgebildet. Wenigstens etwas, ja, auf den Karten steht auch wieder nichts hinten drauf, aber auf der Umverpackung hier sind die 6 Kopfgeldjäger drauf. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, auch wieder das Kenner-Logo hier drauf und ich finde, diese Kisten machen sich besonders schön zum im Regal präsentieren. Ja, finde ich sehr toll. Dann habe ich das zweite Set und zwar Zuckus und 4 Lom oder 4 Lom. Ja, auch wieder dasselbe, 2 Figurenkarten in dieser Verpackung, ja, im Design der alten 80er Jahre Vintage-Figuren. Auch hier hinten das gleiche Bild dann drauf. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Und natürlich, wer darf nicht fehlen? Der Kopfgeldjäger schlechthin, Boba Fett und auch Bosk. Ja, auch hier wieder das gleiche Set, 2 Figuren, 2 Karten in einer schönen Box. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Diese Dinger kosten normalerweise, meine ich, um die 35 € pro Box, pro Pack. Ja, und am Star Wars Day haben die 25 € gekostet, meine ich jetzt. Mittlerweile sind sie den Preis wieder hochgegangen bei Amazon, aber die habe ich mir auch am 4. bestellt und habe sie auch einen Tag später, am 5. oder war es am 6. jetzt, auch schon bekommen. Ja, somit habe ich dann die Kopfgeldjäger auch. Eigentlich wollte ich mit dieser Retro Collection gar nicht anfangen, Leute, von Star Wars, aber jetzt habe ich doch schon so viele und was mir jetzt noch fehlt, ist die Retro Collection von Das Imperium schlägt zurück. Und zwar gab es da auch 6 Standardfiguren. Da gab es halt meistens die Han Solo und Luke Skywalker in Hoth, also vom Schneeplaneten das Outfit.
Und wen noch, das weiß ich gar nicht genau. Vielleicht gab es einen Yoda, das kann natürlich sein. Aber da müsste es auch 6 Figuren geben. Die habe ich leider nicht. Wenn ihr die habt, wenn ihr die eventuell abgeben möchtet oder vielleicht tauschen möchtet, dann lasst es mich wissen. Dann schreibt es da auch mal in die Kommentare oder schreibt mich über Facebook, Instagram oder per E-Mail-Adresse an. Die E-Mail-Adresse findet ihr hier in der Kanalinfo. Und dann werde ich mir die vielleicht auch noch zulegen. Ja, da wären wir uns mit Sicherheit einig. Und das soll es gewesen sein. Ich blende euch jetzt nochmal 1, 2 Videos ein, die auch mit dem Ganzen hier zu tun haben. Ja, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann klickt doch mal drauf und informiert euch da weiter auf meinem Kanal. Ansonsten, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, euer Retro Rauner.